Hallo zu meinem neuen Video. Heute bin ich zusammen mit meinen 2 Rädern auf Reisen. Ich besuche heute den Lasse Ibert von Radsport Ibert und ja, wir wollen noch mal ein bisschen über meine Radposition schauen. Hi. Servus. Hi Lasse, danke. So, willkommen in Lasses Reich. Hallo und Servus, ich bin Lasse Ibert, hauptberuflich selbstständig mit Bikefitting in Nürnberg, im Gebiomeist Concept Lab Nürnberg bei Radsport Ibert, also mein Geschäft quasi. Und habe heute die Laura Philipp und den Philipp Seib zu Gast. Also wir sind beim Lasse, weil ich den Lasse in den letzten Jahren immer besser habe kennenlernen dürfen, weil er als einer meiner Athleten bei Wettkämpfen unterwegs ist und wir versuchen das Bikefitting als Prozess zu sehen. Das heißt, wir haben schon eine sehr, sehr gute Position. Das hat Laura mit ihrer Bestzeit oder schnellsten Radsplit auf Hawaii gezeigt, aber wir wollen das Bikefitting immer weiter auch an die Athletik und an die Gegebenheiten Jahr für Jahr weiter anpassen. Und so gehen wir in die Details, indem wir die Messtechnik von Gebiomeist nutzen, indem wir die Leomo-Sensoren nutzen, Lasses Wissen nutzen vor allen Dingen und im guten Gespräch darüber sind. Und heute haben wir beispielsweise erstmals die EMG-Pens von Myontec mit eingesetzt, um noch mehr über die Aktivation der Muskulatur von Laura zu erfahren. Und ja, so nutzen wir die Corona-Zeit, um auch in dem Bereich besser zu werden. So, wir haben jetzt mal meinen Speedmax aufgebaut und testen gleich mal, schauen uns erstmal den Status Quo an, also wie ich gerade drauf sitze, messen Satteldruck, schauen uns meine Gliedposition an den Schuhen an. Ja, und Dr. Lasse Ibert übernimmt gleich die erste Operation mit seinem Mundschutz. Wir machen außerdem noch eine ganz coole Messung mit dieser Hose, die so Sensoren drin hat und meine Muskelaktivität misst, um mal zu schauen, wie meine Muskulatur, also Gluteus, hintere Oberschenkel, vordere Oberschenkel, so im Seitenverhältnis arbeitet und ob ich da irgendwie vielleicht auch noch Defizite habe, an denen ich von der Ansteuerung arbeiten kann. Also wir haben jetzt erstmal die aktuelle Position von der Laura vermessen, also komplett eine Ausgangslage gemessen, sowohl vom Video auf dem Rad, als auch in den Schuhen, als auch die Druckmessung auf dem Sattel und schauen jetzt dann, wie der aktuelle Stand ist, um dann zu schauen, welche Veränderungen wollen wir da machen, in welche Richtung kann die Position gehen und was fällt uns dann da noch gemeinsam zu auf. Also wo geht die Reise heute hin? Und fällt dir schon irgendwas auf? Irgendwas, was dir direkt ins Auge springt, wo du denkst? In erster Linie ist es schon eine sehr schöne Position. Ich meine, du bist damit ja auch im letzten Jahr gut gefahren. Aber es gibt natürlich immer noch Potenzial. Also ich finde, du hast eine relativ große Streckung aus der Hüfte, also kommst mit dem Knie auch relativ hoch, also vom Hüftwinkel her. Und mit dem Knie in der Druckphase bist du relativ weit vorne. Da müssen wir mal schauen, ob das dann auch mit den Problemen, die du ja selber schilderst, ob das damit zusammenhängt.
Zwischenstand mal. Wir haben extrem viele kleine Veränderungen an meinem Zeitfahrrad vorgenommen. Ich wurde vorne etwas zurückgeholt, damit ich etwas kürzer sitze. Der Sattel wurde verschoben von weiter nach hinten, wieder weiter nach vorne. Dann haben wir tatsächlich auch noch mal meine Kurbellänge noch mal getauscht. Da war ich mit einer 165er unterwegs und jetzt haben wir gerade eine 170er drin. Und ja, zwischendrin muss ich immer wieder, ich glaube so 2 Minuten treten. Und ja, dann schauen wir, wie sich das Ganze eben auswirkt auf zum Beispiel Satteldruck, auf meinen Tritt und ja, insgesamt auch auf die Position. Und war jetzt schon ganz interessant und auch nicht ganz unanstrengend. Immer wieder so dieses Anfahren, Pause, Kaffee trinken, Kuchen essen, Anfahren, Pause, Waffeln essen, Bowls essen, anfahren. Ja. Ich sage. So sieht Work-Life-Balance aus. Vielen Dank an die 4, Freundin vom Lasse, die hat uns hier übelst Deluxe verwöhnt. Und ja, die gehören beide mir. Ich habe euch im Schraubervideo ja schon meine Box gezeigt, die ich vom Lasso bekommen habe. Da habe ich die montiert und jetzt habe ich nochmal ein Update bekommen. Eine Kick-Ass-Version. Richtig cool. Und ja, der Lasse stellt die Boxen im Nebenzimmer her. Und ihr könnt die für ganz viele verschiedene Fahrräder mittlerweile schon bestellen. Richtig cool. Hier seht ihr, wo die gedruckt werden. Und diese hier müsste bald fertig sein. Ist eine Box fürs Canyon Speedmax. Wir nähern uns langsam dem Ende der Position für heute. Natürlich gibt es immer noch schöne Baustellen, die sich auch aufgetan haben, aber zu viel sollte man dann auch nicht in einem Schritt ändern, sonst ist die Adaption zu groß und man weiß dann auch nicht mehr, an welchen Schrauben lag es wirklich. Was wir hauptsächlich gemacht haben, ist ein bisschen mit der Sattelposition gespielt, das heißt, den Sattel ein bisschen weiter unter den Hintern geschoben, damit die Auflagefläche größer wird, was man auch ganz gut in den Bildern sehen kann. Vorher war es ziemlich auf der Nase und jetzt haben wir hinten eine schönere, größere Auflagefläche. Was auch dazu beiträgt, dass sie eben stabiler auf dem Rad sitzt. Zusätzlich haben wir ja an der Kurbellänge gespielt, das heißt, wir haben von einer 165er Kurbel auf eine 170er Kurbel gewechselt, was man auch an den Kraftkurven vom Tritt der Laura gut erkennen kann. Zusätzlich kommt sie dadurch mit der Knieachse ein bisschen weiter nach vorne, was den Fuß angeht. Das heißt, der Fuß kommt ein bisschen weiter wieder unter das Knie. Das heißt, es muss nicht immer besser sein, eine kürzere Kurbel zu verbauen. Also immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer ist nicht immer der beste Weg. Da hat sich jetzt auch heute herausgestellt, dass auch ein 170er da dann mal ein Vorteil sein kann, auch wenn schon mal ein 175er drauf war. Da müssen wir dann schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt und wie die Laura das dann auch adaptieren kann. So, wir sind fertig. Ich bin ganz schön platt. So ein ganzer Tag testen ist echt richtig anstrengend, aber es war mega ja, produktiv und ich glaube, wir haben echt ein paar coole Sachen verändert. Und ja, ich freue mich jetzt total drauf, die beiden Räder mit den Veränderungen zu testen. Ich denke, das ist jetzt gerade wirklich auch was Cooles an der Corona-Zeit, dass man wirklich gerade für ja, so ein Testen viel mehr Zeit hat. Und ja, ich bin gespannt, ob ich ein paar Watt sogar mehr aufs Pedal bringen kann, einfach weil ich bequemer drauf sitze. Und
ja, wenn es irgendwann mal wieder Rennen gibt, dann werdet ihr sehen, ob es was gebracht hat. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung nochmal alle Details auch zum Lasse, falls ihr selbst auch Interesse an so einem Fitting habt. Ich kann es wirklich jedem von euch nur ans Herz legen, sowas mal zu machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr werdet einen großen Unterschied feststellen, selbst wenn ihr gerade denkt, ganz gut auf dem Rad zu sitzen.